Jeder hasst lange Wartezeiten. Richtig? Vor allem beim Kleben sollte es schnell gehen. Wenn etwas kaputt geht, möchte man es schnellstmöglich reparieren. Viele Leute greifen deshalb zum Sekundenkleber. Die richtige chemische Bezeichnung für Sekundenklebstoffe lautet Cyanacrylate. Cyanacrylate kleben also blitzschnell. Nur nicht, solange sie sich noch in der Tube befinden. Denn hier fehlt dem Klebstoff eine wichtige Komponente, die er für die Aushärtereaktion benötigt: die Luftfeuchtigkeit. Sobald der Klebstoff die Tube verlässt, kommt er mit Luftfeuchtigkeit in Kontakt und eine chemische Reaktion beginnt. Der Klebstoff härtet in Sekunden aus. Aber warum ist das speziell bei Sekundenklebstoffen so? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, was Kleben eigentlich bedeutet. Dabei haben wir auch festgestellt, dass verschiedene Klebstoffe unterschiedliche Bedingungen für die Aushärtung benötigen. Ein Klebstoff besteht aus vielen kleinen Molekülen, den Monomeren. Beim Cyanacrylat ist es so: Kommt ein Cyanacrylat in Berührung mit Luftfeuchtigkeit, bilden sich lange Ketten. Die Monomere haften aneinander und bilden Polymere. Durch die Bildung dieser Ketten fängt der Klebstoff an auszuhärten. Für die Leute, die mit Chemie nichts am Hut haben, hier ein kleines Beispiel. Stellt euch eine Gruppe tanzender Schüler vor. Klatscht die Lehrerin in ihre Hände, sollen sich alle Kinder fest an den Händen halten. Sie bilden dadurch lange Reihen mit einem festen Zusammenhalt. Die schwimmenden Monomere, sprich die tanzenden Kinder, reagieren sofort auf das Klatschen der Lehrerin, sprich die Luftfeuchtigkeit. Sie fassen sich an den Händen und es entsteht eine Bindung. Den Sekundenkleber kennt jeder von zu Hause. Er ist nicht nur ein guter Helfer bei Bastelarbeiten oder kleineren Reparaturen, nein, er ist vielfältiger einsetzbar. Beispielsweise für den Kantenschutz von Blechabdeckungen, das Befestigen von Autodachantennen, das Fixieren von Fahrradgriffen, Gardinenhaken, Bodenfliesen oder Duschkabinentüren. Wusstet ihr, dass Sekundenklebstoffe in der Kriminalistik für den Nachweis von Fingerabdrücken zum Einsatz kommen? Dazu nehmt ihr eine Schale, füllt diese mit heißem Wasser und legt sie in einen Behälter. Dann nehmt ihr noch eine Schale und füllt diese mit etwas Sekundenkleber und legt sie auf die andere Schale. Zuletzt legt ihr noch euren Spurenträger mit in die Kiste. Dann verschließen wir die Kiste für ca. 15 Minuten. Das warme Wasser dampft aus und schlägt sich auf der Oberfläche des Fingerabdruckes nieder. Der Cyanacrylat macht dasselbe und härtet dann an Ort und Stelle des Fingerabdruckes sofort aus. Der Fingerabdruck wird sichtbar und für die Nachwelt gesichert. Zusammenfassend können wir also sagen, dass der Sekundenklebstoff zu Recht seinen Namen trägt. Er benötigt Luftfeuchtigkeit, um reagieren zu können. Kommt es dann zu einer Reaktion, härtet er oftmals innerhalb von wenigen Sekunden handfest aus. Eine Endfestigkeit ist allerdings erst nach mehreren Stunden gegeben. Also merkt euch, beim Kleben ist immer etwas Geduld gefragt. Besten Dank für euer Interesse. Wir bleiben in Verbindung.